Der CST Ride Migra, ein günstiger Einstiegsreifen für Naked Bikes, Supersportler und Supermotos. Wir haben es im ausführlichen Test auf der GasGas SM700 für euch herausgefunden. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den günstigen Einstiegsreifen CST Ride Migra auf der GasGas SM700 im Test. Wir haben ihn hier in den Größen 120/70/17 und 160/60/17 am Hinterrad gefahren und verraten euch, ob er Sportlichkeit, Touring und Haltbarkeit miteinander vereinen kann. Beginnen wir einfach mal mit den ganz allgemeinen Informationen zum CST Ride Migra. Die Marke CST stammt aus Taiwan und ist ein Ableger der bekannten Firma Maxxis. Dabei fokussiert sich CST auf günstige Straßenreifen im Einstiegssegment. Der CST Ride Migra ist dabei gerade einer der sportlichsten Reifen im Sortiment von CST und hat sich daher gerade für einen Test auf unserer Supermoto GasGas SM700 geradezu angeboten. Der Ride Migra siedelt sich dabei so im Bereich Sporttouring und Sport ein, also er hat schon einen sportlichen Anspruch im Allgemeinen, soll diesen aber auch mit einer guten Haltbarkeit verbinden. Das hat uns natürlich besonders neugierig gemacht. Gerade auf Supermotos ist es ja so eine Sache, dass man auch einen Reifen haben möchte, der gute Haltbarkeit bietet. Und da haben wir uns gedacht, schauen wir uns doch einfach mal den CST genauer an. Ein ganz interessanter Punkt ist eben der Preis des Reifens. Man bekommt den CST Ride Migra Satz in den Größen 120 und 160. Je nach Saison so für 140 bis 180 Euro. Das ist natürlich deutlich günstiger als ein Conti Attack SM Evo und Co., was ein großer Pluspunkt für den CST Ride Migra ist. Jetzt ist es ja so, dass viele Leute bei günstigen Reifenpreisen immer so eine leichte negative Behaftung haben. Dem wollen wir aber einfach mal wirklich entgegenwirken und ehrlich und klar sagen, was Sache ist, ob so ein günstiger Budgetreifen auch im wirklich sportlichen Straßeneinsatz gut performen kann. Den Ride Migra gibt es übrigens auch als 180er am Hinterrad, also insgesamt in 3 Größen, 120/70/17, 160/60/17 und 180/55/17, und somit bietet er sich nicht nur für Supermotos und kleinere Motorräder an, sondern tatsächlich auch für Supersportler und Naked Bikes. Beginnen wir doch einfach mal mit dem Grip des Ride Migra auf trockener Straße, und hier muss man tatsächlich sagen, der Reifen ist ein zweischneidiges Schwert. Er hat eben eine extrem harte Reifenmischung und dann funktioniert der Reifen halt nur, wenn es richtig warm oder sogar heiß ist. Das Grip-Level ist daher extrem unterschiedlich. Der Reifen kommt auch generell nur schwer auf Temperatur. Vor allem wenn es dann kühler ist, hat man wirklich Probleme, den schön in seinen Wohlfühlbereich zu bringen und den entsprechenden Grip zu erzeugen, den man eben bei sportlicher Fahrt haben möchte. Im Hochsommer bei 30 Grad und aufwärts kommt der Ride Migra hingegen deutlich besser auf Betriebstemperatur und performt dann auch wirklich solide. Wenn er richtig warm ist und auch außen hohe Temperaturen herrschen, dann bietet er ein wirklich solides Gripniveau auf einem gesunden Sport-Touring-Niveau. Wenn es allerdings etwas kälter ist, dann mag das der Ride Migra nicht wirklich. Es kommt dann auch immer wieder zu Rutschern am Hinterrad. Vor allem wenn man es mit dem Gas provoziert, sage ich jetzt mal. Am Vorderrad hingegen
hatten wir hier keine Probleme. Generell kann man jetzt den Trockengrip des Ride Micra so bewerten, dass man sagt, okay, heiße Temperaturen, gutes Wärmeverhalten, solider Grip und wenig Abrieb, kalte Temperaturen, schlechtes Wärmeverhalten, niedrigeres Gripniveau und ebenfalls auch wenig Abrieb. Also wie man schon sieht, der geringe Abrieb ist in allen Situationen ein großer Vorteil des Reifens, was sich dann auch auf die Haltbarkeit auswirkt. In jedem Fall will der Ride Micra aber wirklich schön warm gefahren werden. Je wärmer er wird und je besser er auf Temperatur ist, umso besser funktioniert er. Die Nass-Performance des Ride Micra ist ein weiterer Punkt, der auch wieder zwei Meinungen zulässt. So kann man mit dem Ride Micra im Geschwindigkeitsbereich 80 bis 100 km/h auch auf Landstraßen durchaus noch sportlich weiterfahren. Er eignet sich auch gut zum Pendeln oder in der Stadt. Da ist wirklich alles ausreichend. Wenn man jetzt aber bei Nässe wirklich mehr am Gas dreht, vielleicht auch im Sportmodus fährt, merkt man schon, dass er dann an seine Grenzen kommt. Da kann es dann passieren, dass am Hinterrad mal der Grip abreißt oder auch das ABS öfters am Vorderrad eingreift. Hier reden wir aber wirklich schon von provozierender Fahrt und sportlichem Gas geben, was sich ja eigentlich bei Nässe ausschließen sollte. Das haben wir jetzt hier in unserem Test nur wirklich darauf angelegt. Prinzipiell ist es aber so, dass wenn man normal fährt und mit Verstand bei Nässe fährt, wird man mit dem Ride Micra im normalen Einsatz keine Probleme bekommen. Der Nassgrip reicht allemal aus zum Pendeln oder um seine Ausfahrt ohne großes Risiko zu beenden. Das Bremsverhalten des Ride Micra ist auch eine Sache, die uns leider nicht vollständig überzeugen konnte. Mit dem Ride Micra sind zwar Stoppies ohne Probleme möglich, bedeutet Grip ist also im Grunde da, es fehlt aber leider beim Anbremsen an Feedback. Wer gerne sehr sportlich fährt und auch in die Kurve hineinbremst und spüren möchte, was der Vorderreifen dann macht, der wird mit dem Ride Micra nicht wirklich glücklich werden. Hier muss man aber sagen, das sind dann wirklich schon extreme Fahrsituationen, wie sie tatsächlich auch nicht jeder auf der Straße ausführt. Außerdem ist halt so aus unserer Sicht, dass diese harte Karkasse dafür sorgt, dass sich Bodenwellen und Unebenheiten beim Anbremsen auf der Vorderachse extrem negativ auf das Fahrverhalten auswirken. Vor allem bei sportlicher Gangart hat da öfters das ABS eingegriffen, was zum Beispiel bei Reifen wie dem Attack SM Evo oder dem Racertec 2 auf der GasGas 700 überhaupt nicht der Fall war. Auch das Hinterrad, muss man sagen, bietet im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt nur wenig Bremsgrip. Der Supermoto-Modus, also quasi wo das ABS hinten ausgeschaltet ist auf der GasGas SM 700, lässt dann halt auch das Blockieren des Hinterrades zu und das ist dann mit dem CST Ride Micra absolut kein Problem. Hier kann man wirklich permanent sliden. Der Hinterradgrip ist generell deutlich geringer wie mit richtigen Sportreifen, die sich dann doch eher verzahnen mit dem Asphalt. Da gleitet der Ride Micra einfach über den Asphalt, was an sich ja keine schlechte Sache ist, wenn man Spaß haben will, Drifts üben, Slides üben. Da kommt einem dieses Fahrverhalten schon entgegen, vor allem auf Supermotos macht das dann schon viel Spaß. In Hinblick auf die Performance bzw. die Sicherheit oder einfach die Bremsqualität des Reifens ist es natürlich weniger ideal. Wenn man aber genau sowas sucht, um Spaß zu haben, was dabei auch noch haltbar ist, wo ich oft das Hinterrad ausbrechen lassen will, wo ich auf dem Spot ein bisschen üben will, ein paar Sachen, ohne dabei immer richtig viel Geld zu verbrennen, da muss man schon sagen, da ist denn der CST Ride Micra echt eine super Sache.
Der Fahrkomfort und das Feedback des Ride Migra ist auch eher auf der harten Seite. Man bekommt also relativ wenig Eigendämpfung, und durch das, dass der Reifen auch so hart abrollt, beziehungsweise dann auch auf Unebenheiten so hart ist, spürt man nur relativ schlecht, was unter einem auf der Straße passiert. Auf der SM700 mussten wir sogar das Fahrwerk in Zug- und Druckstufe deutlich öffnen, damit man dann im Endeffekt mehr Feedback und Fahrgefühl eben über die Dämpfung bzw. über die Federelemente bekommt. Im Allgemeinen ist der Fahrkomfort aber nicht allzu schlecht. Der Ride Migra lässt sich auch auf wunderbar langen Strecken fahren. Das Problem ist eben nur, dass er aus unserer Sicht eher mit Fahrzeugen mit einem weicheren Fahrwerks-Setup harmoniert, da eben der Ride Migra als Reifen selbst nicht diese Dämpfungscharakteristik oder diese Dämpfungsaufgabe übernimmt, sondern dass quasi alles komplett auf das Fahrwerk geht. Kommen wir mal zu Verschleiß und Laufleistung des Ride Migra, und das sind wirklich zwei Punkte, wo der Reifen extrem überzeugen konnte, eben auch im Hinblick auf den günstigen Preis von rund 150 € für den Satz. Das Verschleißbild des Ride Migra ist wirklich ausgezeichnet, also Burnouts, heftiges Anbremsen, heftiges Gas geben, Sliden, Wheelies etc. etc. Alles, was man halt so zum Spaß mit Supermotos vielleicht machen möchte, kann der harten Mischung des Reifens wirklich nichts anhaben. Auch auf wirklich langen Touren im Sportmodus und auf extrem rauen Asphalt nutzt sich der Ride Migra nur minimal ab und zeigt dabei immer ein schönes Verschleißbild. Also es ist nicht so, dass er aufreißt oder zerfleddert. Rein subjektiv verbessern sich dann die Fahreigenschaften auch mit zunehmender Laufleistung, was halt auch daran liegt, dass der ziemlich tiefe Profilschnitt auch geringer wird. Den Ride Migra muss man aus unserer Sicht ziemlich lange einfahren, bis er sich, sagen wir mal, entwickelt und so funktioniert, wie man es möchte. Das zeigt aber auch wieder die extreme Haltbarkeit des Reifens in der harten Mischung und der Resistenz gegen Abrieb, was halt auch wieder zeigt, dass der Ride Migra ein extrem robuster Reifen ist, der wirklich alles ohne großen Verschleiß mitmacht. Hier bekommt man halt wirklich etwas, wenn man es drauf anlegt, Burnouts machen möchte etc. etc. Dann hat man etwas Haltbares, was gut funktioniert und auch nicht den Geldbeutel sprengt. Das ist einer der größten Pluspunkte des Ride Migra, den wir so sehen. Wir haben den Ride Migra fast die gesamte Motorradsaison 2023 ausführlich gefahren und dabei auch tatsächliche Laufwerte ermittelt. Am Hinterrad haben wir 4600 Kilometer geschafft, wobei hier aber zu sagen ist, es wäre noch mehr möglich gewesen. Wir schätzen so um die 6000 und wir haben den Reifen halt einfach gequält. Wir haben ihn permanent hinten gebremst, Burnouts gemacht etc. etc. All das, was ein Reifen ja eigentlich im Handumdrehen vernichtet, und der Ride Migra hat immer noch so eine gute Laufleistung mitgebracht. Das war wirklich überzeugend. Am Vorderrad wären rein rechnerisch insgesamt rund 12.000 bis 15.000 Kilometer möglich gewesen, was halt wirklich sehr, sehr solide ist. Im Hinblick auf die Fahr- und Kurvenstabilität ist der Ride Migra im Hochgeschwindigkeitsbereich eher störrisch und unpräzise zu fahren. Wenn man ihn einmal auf Linie gebracht hat, dann hält er die auch eisenfest. Wenn man dann Änderungen haben möchte, muss man die schon mit viel Kraft einleiten, beziehungsweise in Wechselkurven auch richtig stark umwuchten. Auch in schnellen Kurven fühlt er sich eher schwammig und unpräzise an. Dann ab 130, 140 kam auch Tendenz zum Lenkerflattern auf der Supermoto hinzu. Jetzt muss man aber sagen, die Supermoto ist sehr leicht,
Vermutlich dürfte das auf schweren Maschinen besser sein. Trotzdem konnte uns jetzt die Fahrstabilität und die Kurvenstabilität im sportlichen Fahrbetrieb nicht wirklich überzeugen. Wenn man jetzt aber langsamer fährt, gemütlicher fährt und auch nicht in diesen Hochgeschwindigkeitsbereich kommt, ist die Stabilität des Reifens wirklich lobenswert. Vor allem in engeren Kehren kann man hier wirklich nichts bemängeln. Er hat halt eben auch nicht dieses Abkippverhalten, was viele andere Reifen haben, die dann einfach weit in den Radius kippen oder sich kippelig anfühlen. Der Ride Micra, der ist da wirklich sehr neutral und stabil, was gerade so in engen Kehren ein sehr, sehr gutes Feature ist. Auch die Agilität ist so ein Punkt, also wie schon gesagt, bei niedrigen Geschwindigkeiten geht die Agilität voll in Ordnung, da lenkt er schön ein, lässt sich auch gut in die Kurve drücken. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird das Ganze aber auch zunehmend behäbiger und leider ist es dann auch keine präzise Stabilität, wie man das zum Beispiel von dem Sport Attack 4 kennt, sondern vielmehr eine Art schwammige Behäbigkeit, welche man mit viel Nachdruck ausgleichen muss. Im Endeffekt ermüden dann die schnellen Kurvenfahrten mit dem Ride Micra auf einer Supermoto relativ schnell, da man viel Kraftaufwand zum Umlenken braucht und auch um die Spur überhaupt zu halten und zum Korrigieren. Hier ist es wirklich kein mühelos zu fahrender Reifen. Je schneller man halt die Pace auf der Landstraße halten möchte, umso unangenehmer wird es, beziehungsweise es ist nicht unangenehm, es ist eher kraftraubender und nicht so entspannt wie mit hochwertigen Sportreifen, die eben halt fast das Doppelte kosten. Besonders positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall das Aufstellmoment des CST Ride Micra, weil das gibt es einfach nicht. Auch starkes Anbremsen in Schräglage macht dem Reifen überhaupt nichts aus. Er verhält sich perfekt neutral, hält den Radius so, wie man es möchte. Und hier kann man wirklich nur sagen, dass der CST einfach wirklich vorbildlich im Hinblick auf das Aufstellmoment ist. Ein weiteres sehr, sehr ausführliches Kapitel ist der Luftdruck. Der ist wirklich ein sehr heikles Thema beim CST Ride Micra. Hier haben wir sehr viel probieren müssen, um die Fahreigenschaften auf unsere GasGas SM700 abzustimmen. Wenn man dann allerdings mal den richtigen Druck gefunden hat, kann man die Performance des CST Ride Micra deutlich steigern. Nach vielen Versuchen und extrem viel Ausprobieren haben wir auf der GasGas SM700, das gilt dann übrigens auch für die KTM 690 oder die Husqvarna 701, einen Kaltdruck von 2,2 bis 2,3 bar an der Vorderachse als besten Luftdruckbereich ermittelt. Im warmen Zustand kommt man dann so auf rund 2,4 bis 2,5 bar am Vorderrad, was zwar deutlich über der Herstellerempfehlung liegt, aber aus unserer Sicht mehr Agilität vorne reinbringt und ein bisschen dieses störrische Fahrverhalten eliminiert. An der Hinterachse haben wir den 160er Reifen mit deutlich weniger Druck gefahren. 1,8 bar Kaltdruck entsprechen dann im Fahrbetrieb rund 2,0 bar Heißdruck. Und das empfanden wir halt als ideal, da so viel mehr Wärme in den Reifen kommt und er dann einen besseren Grip früher vermittelt. Wir haben den Druck übrigens auch ganz hoch angesetzt und hier unsere Versuche gemacht. Hier musste man aber sagen, mit diesem extrem hohen Reifendruck ist der Reifen dann wirklich auch an heißen Tagen so gut wie nicht auf Temperatur gekommen, was im Endeffekt den Grip am Hinterrad immer vermissen lassen hat. Daher empfehlen wir wirklich Kaltdruck 2,2 bis 2,3 an der Vorderachse und 1,8 bar an der Hinterachse. Diese Angaben gelten natürlich nur für leichte Supermotos,
schwerere Maschinen müssen zwingend mit mehr Druck gefahren werden. Wir empfehlen hier aber wirklich selber ein bisschen auszuprobieren. Kleinste Änderungen haben schon große Auswirkungen auf den Reifendruck des CST Ride Micra und die Fahreigenschaften. Noch ein Punkt, den wir besonders hervorheben wollen, ist die Optik des CST Ride Micra. Vor allem auf Supermotos. Der 160er Reifen hat effektiv eine Breite von 170 mm gemessen. Und das ist so ziemlich das breiteste, was man finden kann aktuell auf dem Markt. Und so sieht es auch aus. Also der Reifen kommt wirklich richtig schön bullig und sieht sehr, sehr breit auf der Hinterachse auf der Supermoto aus. Ist wirklich ein großes Plus für uns, weil das macht schon deutlich was her. Und wer also eine tolle Optik oder eine bullige Optik am Hinterrad sucht, der wird sie mit dem CST Ride Micra gefunden haben, weil kein anderer Reifen, den wir kennen, so breit rüberkommt. So, zum Abschluss gehen wir dann nochmal auf die Punkte ein, was uns gefallen hat am CST Ride Micra und was eher nicht. Die Vorteile wären zum Beispiel die extrem breite Optik, der sehr günstige Preis, dann die hohe Robustheit des Reifens und das solide Gripniveau bei heißen Temperaturen. Generell ist auch noch ein Vorteil, je nachdem wie man es sehen möchte, dass man den Ride Micra schön zum Sliden und Driften nutzen kann, was gerade so auf Supermotos ein schöner Nebeneffekt ist. Die Nachteile sind halt leider die harte Mischung und dieses zögerliche Aufwärmverhalten, was daraus resultiert, relativ wenig Feedback, vor allem am Vorderrad, dann dieser hohe Kraftaufwand und dieses unpräzise Fahrverhalten bei Wechselkurven und die Instabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Für wen oder für welchen Einsatzzweck empfehlen wir den CST Ride Micra? Generell sagen wir, okay, wenn man Geld sparen möchte, dann ist man hier mit dem Ride Micra gut bedient. Man bekommt den Satz um die 100 bis 120 Euro günstiger als aktuelle Hypersport-Reifen und noch eine gute Haltbarkeit dazu. Gerade Pendler, Stadtfahrer oder Leute, die lange Autobahnetappen fahren, die werden mit dem Ride Micra wirklich zufrieden sein. Auch auf Supermotos, wenn man viel auf dem Spot ist, Stunt übt und derartige Dinge mit der Supermoto macht, sind mit diesem Reifen wirklich gut bedient, da man hier nicht immer die Top-Ware verheizt und noch eine gute Haltbarkeit hat, die halt viel zulässt im Hinblick auf Sliden, Driften, Burnouts etc. Auch in extrem heißen Umfeld, wie zum Beispiel in Südeuropa auf schlechteren Straßen, sehen wir den Ride Micra, da er hier wirklich gut funktioniert und ihm auch dieser schlechte Asphalt nicht viel anhaben kann. Ist der Ride Micra also eine Empfehlung von uns? Generell würden wir sagen ja, weil er günstig ist und eben all diese Eigenschaften mit sich bringt, die ihn zu einem Nischenreifen machen, der zu einigen Leuten passen könnte. Wenn man jetzt aber wirkliche Top-Performance will, exzellentes Wärmeverhalten etc., dann gibt es im Hypersport-Segment von bekannten Marken viele Alternativen, die deutlich besser funktionieren, deutlich besser performen und einen ähnlichen Preis bieten. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch unser ausführlicher und sehr ehrlicher CST Ride Micra Test gefallen hat. Wenn ihr mehr solcher Videos in Zukunft sehen wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal und wir wünschen euch noch eine schöne Saison und viel Spaß beim Motorradfahren.